Hallo zu einer neuen Woche. Wir verlassen Kanada, da wir für einen Winter dort oben nicht ausgestattet sind. Wir kämpfen mit einigen Schwierigkeiten am Auto und sehen zu, dass wir uns auf den Weg Richtung Westküste aufmachen, hin und wieder mit Pausen in der Natur. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. So, der zweite Morgen zusammen und Tobi liegt mal wieder unterm Auto. Er hat gesagt, dass in den letzten 2-3 Tagen es ein bisschen quietscht im Leerlauf und er vermutet, der Keilriemen ist nicht stark genug gespannt. Das hat sich auch bewahrheitet. Und jetzt probiert er ihn nachzuspannen. Also es schaut mal wieder so aus, dass hier die Motorhaube ist, da drunter mein Sitz und der Mann mal wieder unterm Auto liegen muss. Ja, also unsere Probleme, die wir in Deutschland hatten, gehen jetzt hier einfach weiter. Also Tobi ist ja schon 2000 Kilometer gefahren, aber dass das jetzt schon wieder am zweiten Morgen ist irgendwie wie verrückt, wie verhext, es verfolgt uns. Ja, dabei wollen wir einfach nur los und weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Mal wieder von einem Walmarktplatz. Der, wo wir gestern hin wollten, da war Camping verboten und wir hatten so ein bescheidenes Wetter. Wir hatten wieder mal Regen, Wind. Es kam während der Fahrt sogar hier, sieht man das? Hier hat es den Regen durchgedrückt. Da hatten wir noch nie Wasser, noch nie. Man muss dazu sagen, der Wind kam von der Seite und immer in richtig starken Böen und sobald eine Böe kam, hat es das Wasser reingedrückt. Ja, ich habe es gemerkt, als einfach mal mein Gesicht nass wurde. Und ja, jetzt haben wir noch gestern hoppla die hopp ein ESTA beantragt. Ja. Weil seit Anfang Oktober ist es beim Landweg auch Pflicht, ein ESTA zu haben. Und ja, das I94 werden wir jetzt an der Grenze erst machen, weil man eine US-Adresse angeben muss. Und wir haben ja keine. Ja, da werden wir mal nachfragen, wie das dann geht. Deswegen konnten wir das jetzt nicht beantragen, weil wir wollen ja nicht irgendeine Adresse angeben. Genau, und heute habe ich dann nochmal den Keilriemen nachgestellt, weil der noch minimal gequietscht hat. Und ja, jetzt vom Starten her war es zumindest weg. Hoffentlich bleibt es jetzt auch so. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Grenze und sind, wenn alles gut läuft, in circa einer Stunde in den Vereinigten Staaten. Die Unterlagen habe ich schon alles hier. Ja. Und dann hoffen wir, dass das problemlos funktioniert. Genau. Wir sind in Michigan. Da vorne ist die Grenze. Und ja, es warten ein paar Autos. Also, wir haben es geschafft. Wir sind in der USA. Es hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden, würde ich sagen, gedauert, weil wir erst an der Grenze ziemlich lange gewartet haben. Und wir hatten ja dieses I94 noch nicht ausgefüllt, weil man eine Adresse angeben musste und wir nicht wussten, was wir angeben sollen. Das hat jetzt der Beamte alles mit uns super ausgefüllt und ja, dann haben wir jetzt eigentlich sehr lange gewartet, weil sie haben Probleme im System heute gehabt und unser ESTA wurde denen noch nicht angezeigt und wir mussten unseren Ausdruck zeigen oder unser PDF, dass wir aber ein ESTA schon haben und genehmigt sind. Und ja, genau, also das hat jetzt alles ein bisschen gedauert. Und ja, dann haben wir halt noch die Liste durchgegangen in der Zeit. Unsere Tomaten durften nicht mit, weil die aus Kanada sind. Das ist im Fall von Tomaten auf jeden Fall nicht okay. Bio war eigentlich überhaupt kein Interessent für da. Also der Pass von ihm wurde eigentlich sofort wieder mitgegeben. Angeschaut hat sich ihn auch niemand. Vom Auto kam sonst auch niemand rein, wahrscheinlich weil wir gleich gesagt haben, oh, wir haben Tomaten. Wir dachten, die sind okay und dann wurden die halt gleich, durften wir die rausnehmen, wegschmeißen, auch keine Gebühr bezahlt und dann war eigentlich schon alles erledigt, also bis auf das Ausfüllen und eben deren Systemprobleme. Genau, und jetzt geht
auf den Weg Richtung Detroit. Wir haben für heute Abend einen Platz rausgesucht, wo wir erstmal wieder ankommen möchten. Und dann planen wir mal weiter. Also Ziel wäre ja gerne die Route 66. Frühmorgens wird es bereits sehr kalt. Der Tee spendet uns zum Frühstück Wärme von innen und bereitet uns auf den Hundespaziergang vor. Die Nacht haben wir nähe der Straße bei einem Reitweg verbracht, wo man auch super mit Rio gehen kann. Der Herbst hat vollen Einzug erhalten und die Luft dringt kalt in unsere Nase ein. Es riecht, als ob der Winter bald hereinbrechen wird. Bis dahin genießen wir noch das schöne Farbenspiel der restlichen Blätter an den Bäumen und das Rascheln, wenn man auf den bereits herabgefallenen entlang geht. Und natürlich die Sonne, die hin und wieder in diesen frühen Morgenstunden durch die Bäume hervorschaut und den Tag herbeibringt. Sehr gut. Jetzt kann es wieder zugehen. Eigentlich wollten wir Nordamerika ohne Probleme im Auto machen, aber es gehört anscheinend auch dazu. Und zwar haben wir jetzt heute alleine knapp 300 Milliliter Öl auf 200 Kilometer verbraucht. Und ja, wir vermuten mal wieder den Ventildeckel bzw. die Deckeldichtung da unten. Und wie es der Zufall so will, habe ich die Dichtung neu dabei. Ja, deshalb tauschen wir jetzt die Dichtung und hoffen, dass es dann endlich besser ist, weil ich habe jetzt mal einen Liter aufgefüllt, dass es wirklich randvoll ist, weil jetzt war es wieder auf Minimum, dass wir nicht immer von Minimum zu Minimum krebsen. Genau, und somit wird nichts aus dem entspannten Nachmittag mit WLAN hier, sondern mal wieder Auto arbeiten. So, nachdem alle Schrauben gelöst sind und der Schlauch auch abgesteckt ist, kann ich den Ventildeckel abheben, theoretisch. Oder auch nicht. So, das ist das gute Stück. Und jetzt machen wir hier eine neue Dichtung hin. Einmal links und einmal rechts. So, das ist die Seite schon mal. Uah. Richtig schön ölig, mal wieder. Manchmal denke ich mir, es macht eh keinen Sinn, Hände zu waschen, weil ich eh dauernd am Auto irgendwas mache. Aber ja.
man gibt die Hoffnung nicht auf, würde ich mal sagen. So, und jetzt zweite Seite. Das war die zweite, gell? Scheiße, die ist kürzer. Och nö. Also es gab nur noch eine Seite als Ersatzteil. Wir sind davon ausgegangen, dass es links und rechts ein Gleichteil ist. Ist es aber nicht. Die Enden sind auf der einen Seite kürzer. Jetzt haben wir die längere Seite einfach zugeschnitten. Also wir haben sie ja zweimal bestellt, zugeschnitten und jetzt sollte es passen, wenn man es draufsetzt. Betonung auf sollte. Nee. Das ist doch jetzt zu kurz da, oder? Also der Zuschnitt passt nicht ganz. Zumindest in einer Lage wird es passen, aber ich weiß nicht, ob die Dichtung in der Lage drin ist jetzt, weil ich sie nicht mehr sehe unter dem Deckel. Notfall müssen wir die alte wieder reinmachen. Jetzt ist alles wieder zusammengebaut und wir haben jetzt noch ein bisschen Öl aufgefüllt, dass wir wirklich dass wir einfach genug haben. Morgen nach den ersten 100 Kilometern prüfen wir nochmal Öl, schauen, ob wir was verloren haben und dann sehen wir, ob es passt oder nicht. Im Zweifel müssen wir halt die alte Dichtung wieder reinbauen, wo wir wissen, dass sie undicht ist. Aber ja, hilft ja nichts. Heute machen wir was, worauf ich mich schon sehr lange gefreut habe und nie dachte, dass es real wird. Wir fahren nach Greendale, Lawrenceburg in Indiana. Und zwar sind meine Vorfahren 1890 dorthin ausgewandert. Also 1890 ging das Schiff los damals und ich habe über 10 Jahre nach Spuren gesucht, immer erfolglos, bis irgendwann aus einem Nachlass dann herauskam, dass sie in diesen Ort gegangen sind. Und mit dieser Info konnte ich damals die Grabsteine entdecken. Und ja, wir werden heute einfach zu dem Ort fahren, beziehungsweise zu dem Friedhof. Es ist für mich ein persönliches Highlight in diesem Sinne, weil ich mich einfach mit der Ahnenforschung so lange befasst habe und nie dachte, dass ich wirklich mal dorthin kommen werde. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir das machen, den Umweg einlegen für mich. Und ja, ich bin super gespannt. Rio ist auch schon gespannt. Ja. Wollt ihr gerade noch was trinken? Hier, komm mal her. Wo wir uns jetzt umgewöhnen müssen, ist, dass alles in Meilen angegeben ist und auch in Gallonen. Also wir mussten erstmal nachschauen, auch die Höhe mit die Brücke, teilweise 14 Feet waren es, oder? Ja. Genau, wir mussten erstmal alles nachschauen, ob wir auch klein genug sind, in Anführungszeichen dafür. Ja, muss man sich doch irgendwie ein bisschen umstellen. Ich bin so nervös, wir sind da. Der Friedhof ist riesig, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe ein Bild, wie es im Internet ausschaut. Also es ist ein kleiner Grabstein, der auch ein bisschen mit Schatten von Bäumen, wo ein bisschen Schatten von Bäumen draufgefallen ist auf dem Bild. Ja, jetzt geht die große Suche los. Mal schauen, wie erfolgreich wir hier sind. Also auf dem Bild eigentlich so ein bisschen rot umrandet sind die, rostrot. Und hier ist Sektion A, sehe ich gerade, und wir müssen zu J, wenn das hier stimmt. Da. Hier sind super viele deutsche Namen. Also ich denke mal, hier sind sehr viele deutsche Auswanderer hingegangen. Was ich weiß, sie haben eine Kohlfabrik eröffnet und die wurde dann aber... Kohle oder Kohle? Kohle. Ernsthaft, Rio? Rio hat keinen Bock mehr. Rio hat gar keinen Bock. Verstehe gar nicht, was er hier soll bei Gräbern. So. Ja, ich denke mal eher in die Richtung, würde ich sagen. Kohlefabrik hatten die. Coal Company hat mir ein Nachfahre von ihnen geschrieben. Ach Mann, Rio, wir gehen. Ich weiß auch gar nicht, warum er keine Lust hat. Er hat doch sonst immer Lust zu gehen.
ist doch sonst immer Lust zu gehen. Da ist J, wir sind fast da. Und dann ist es 8,54. Ich sehe da hinten schon einen Grabstein mit dem Namen. Mit Blumen davor. Hoffentlich ist er das. Da vorne. Sieht man gerade nicht mehr. Ja, das ist er. Das ist er. Ja. Das heißt, wir haben ihn gefunden. Ja. Das ging jetzt erstaunlich leicht, das Finden. Also das mit der Nummerierung von den einzelnen Bereichen, das war super. Das Einzige, was wir, also mit den Buchstaben, das Einzige, was wir nicht wissen, ist, für was die Zahlen standen, weil hier steht nichts von Zahlen. Aber vielleicht ist es auch nur Friedhof intern, dass die es besser finden, wenn man nachfragt, wo das Grab ist. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool für die Sarah, dass wir es jetzt endlich gefunden haben und sie es in echt gesehen hat, nachdem sie ja die letzten 10 Jahre wirklich intensivst Ahnenforschung betrieben hat und auch ziemlich weit zurückgekommen ist und ja, selbst die Auswanderer hier in Amerika gefunden hat. Und was wollte ich jetzt sagen? Achso, für uns geht es jetzt im Anschluss Richtung Westen weiter, weil ab jetzt geht es nicht mehr nach Süden, sondern nach Westen. Wir wollen nämlich ab St. Louis die Route 66 fahren. Zu teilen zumindest. Ja, was halt noch da ist und was wir finden, die Teile. Genau, deshalb geht es jetzt dann im Anschluss weiter und ja. Ich kann noch nicht reden. Ich glaube, wir haben hier eine sehr, sehr glückliche Person. Die Sarah hat gerade noch gesehen, dass der Bruder auch noch hier liegt. Und ja, jetzt suchen wir das gerade noch. Wir haben den Abschnitt schon gefunden und sind schon richtig. Diesmal ist es jetzt müssen wir es nur ein silbernes Grab hier irgendwo finden. Die Sarah hat es gefunden und ich bin, glaube ich, direkt dran vorbeigelaufen. Und da ist es. Muss ich nur außen rumlaufen. Ah, da. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich bin echt glücklich, dass ich jetzt nochmal geschaut habe, um zu schauen, ob beide Brüder hier sind und es jetzt beide noch gesehen haben. Oh, Vorsicht. Und ja, jahrelange Arbeit und jetzt stehe ich hier, unreal. So, Tobi tankt gerade und ich habe jetzt hier schon mal alles vorbereitet, weil wir gleich wieder Öl kontrollieren, ob sich das alles jetzt gebessert hat, nachdem Tobi gestern die Dichtung gewechselt hat. Rio sieht was und bellt. Okay. Hey, alles gut. Wir haben alles im Blick. Und dann schauen wir mal, wie es hier so ist. Wir stehen hier mitten an der Kreuzung, an der Tankstelle und fahren jetzt heute wieder zu einem Parkplatz zum Übernachten einfach, damit die nächste Zeit, damit wir viel Strecke machen können. Sind wir knappe, ich weiß nicht, 120 Kilometer, ja, 130, 140 Kilometer gefahren? Nee, so 80 Meilen sind ja 120 Kilometer. Schauen wir mal, wie viel Öl wir verbraucht haben. Au, ist das heiß. Wir sind ja Ölmiss. Bitte, bitte, bitte. Ja, ein bisschen.
Ja. Also wir verbrauchen noch immer Öl, das heißt, wir müssen es jetzt dann nochmal heute Abend auf jeden Fall prüfen, wie viel drin ist. Und je nachdem, ja, es ist bis zur Hälfte. Und je nachdem dann, keine Ahnung, nochmal aufschrauben und schauen, wie wir es abdichten oder die alte Dichtung hernehmen. Das ist alles nicht so toll. Haben wir uns anders vorgestellt hier drüben. Kaum sind wir auf unserem Weg Richtung Westen und haben Cincinnati hinter uns gelassen, gibt es so gut wie keinen Verkehr mehr. Wir sind jetzt heute noch weitergefahren in den Muscatatuk Wildlife Park. Hier darf man mit Hund nämlich an der Leine spazieren gehen. Und wir sind ja in der letzter Zeit super viel gefahren schon und sehen das jetzt als kleinen Ausgleich, auch für uns, weil die Plätze, wo wir stehen, sind oft gerade Walmart-Plätze, Cracker, wie hieß das? Cracker Barrel? Oder? Cracker Barrel. Da darf man eben auch stehen bei manchen. Und es ist einfach mal schön, wieder nichts außer Natur zu hören als die ganzen Autogeräusche, und es ist einfach mal wieder ein anderes Gefühl, dass nicht mehr ständig dieser große Verkehr ist und wir ein bisschen runterkommen können. Man sieht es jetzt schlecht, aber da hinten auf dem Baum sitzen Schildkröten. 3 Stück. Und das hieß es hier auch, dass also als die weißen Siedler kamen, wurde hier der ganze ursprüngliche Wald abgeholzt. Und ja, das musste alles Farmland weichen. Mit der Gründung des Wildlife Reserves haben sie den Wald wieder aufgeforstet und den ursprünglichen Zustand hergestellt. Und seitdem sind hier Schildkröten, Wasserschlangen, das ganze Wild, Waschbären und so weiter wieder da. Pausen. Auch wenn wir momentan wenig sehen und viel Zeit mit dem Fahren verbringen, sind die Pausen für uns sehr wichtig. Innehalten, durchatmen und das Gesehene verarbeiten. Wir möchten nicht in die Gefahr laufen, des Reisens schnell überdrüssig zu werden. Es ist für uns immer wichtig, seinen Fokus auf die Schönheit der Natur vor Ort zu legen und dankbar zu sein, diese mit unseren Sinnen genießen zu dürfen. Wir sind jetzt an unserem Schlafplatz angekommen. Es ist ungefähr 4. Jetzt kriegt dann Rio sein Futter, wir kochen und ja, dann geht es dem Abend entgegen. Und
Wir haben jetzt gerade nochmal Öl kontrolliert. Also wir sind jetzt seitdem wir was verloren haben, nochmal knappe 100 Kilometer gefahren. Und wir haben nichts verloren. Wir wissen nicht warum. Also es wird, denke ich, nach wie vor die Ventildeckeldichtung sein. Das heißt, wir beobachten das jetzt weiter, kontrollieren es während der Fahrt alle, ich weiß nicht, 100, 150 Kilometer. Und je nachdem müssen wir nochmal was machen oder nicht. Ja, never change a running system, solange es jetzt dicht ist, lassen wir es. Das ist einfach sehr mühsam und zieht natürlich auch ein bisschen die Stimmung gerade bei uns runter. Aber dafür haben wir besten Sonnenschein und beim Cracker Barrel ist es echt cool, dass man hier so stehen darf. Ich zeige euch es mal. Also kann man nur empfehlen, also das ist so, keine Ahnung, Souvenirshop mit Restaurant und die heißen Camper willkommen. Man hat hier WLAN und alles, was man eigentlich so braucht. Also wirklich richtig, richtig toll von denen. Und morgen ist es dann wirklich ein Fahrtag, weil wir knapp 430 Kilometer vor uns haben bis St. Louis. An. Wer bist du denn? Du schaust ja lustig aus.